Du, sag mal, Konstantin, welches Spiel schauen wir uns heute an? Ist es dir noch nicht aufgefallen? Moment. Diese Falltür. Dieses Interface. Und wir bewegen uns unkontrolliert nach vorne. Lemmings? Genau. Dann weißt du sicher, was jetzt kommt. Oh. Wie war nochmal die Steuerung? Ah! Juppie! Wir fallen immer noch. Meinst du, es hört irgendwann auf? Keine Ahnung. Aber da wir jetzt Zeit haben, kann ich dir was über die Lemmings erzählen. Im Jahr 1991 entwickelte ein kleines britisches Studio einen Puzzle-Plattformer, der die Herzen von Gamern im Sturm erobert. Von 4 Freunden in der schottischen Stadt Dundee gegründet, war DMA Design bis dahin für eine Handvoll Shooter-Sidescroller verantwortlich. Mit Computerspielen wie Menace und Blood Money sowie Portierungen fremder Titel hielt sich das Studio über Wasser. Moment. DMA-Design? Irgendwie klingelt's da bei mir. Du kennst sie wohl unter dem neuen Namen Rockstar Studios. Ah, GTA. Richtig. Anfang der 90er ist man davon aber noch weit entfernt. Die Inspiration für die Lemmings kommt rein zufällig, bei der Entwicklung des Nachfolgers von Blood Money. Mike Daly, einer der Gründer, experimentiert mit minimalistischen 8x8 Pixelfiguren und zeichnet in Deluxe Paint einen simplen Walk-Cycle dafür. Das Team ist von den niedlichen Figürchen begeistert. Einige Verbesserungen später lief der erste Lemming über die Bildschirme von DMA Design. Wow. Wie dynamisch 8x8 Pixel aussehen können. Nun fehlte das passende Spiel dazu. Und da haben die Entwickler was wirklich Geniales abgeliefert. Jedes Level fängt gleich an. Eine Reihe von Lemmingen taucht aus der Falltür auf und läuft unkontrolliert über die Landschaft. Ist ein Hindernis im Weg, drehen sie um. Ist ein Abgrund im Weg, hopsen sie einfach runter. Ziemlich lebensmüde, die kleinen Lemminge. Makaberer Funfact: Das selbstmörderische Verhalten der echten Lemminge ist ein völlig frei erfundener Mythos. In der Oscar-prämierten Disney-Doku White Wilderness sieht man die kleinen Nager in den Tod stürzen. Dabei haben die Disney-Mitarbeiter selbst nachgeholfen, um die armen Lemminge in den Abgrund zu treiben. Ist halt Disney. Glücklicherweise muss man sie im Spiel nicht umbringen, sondern den kleinen Männchen beim Überleben helfen. Nur wer eine bestimmte Anzahl an Lemmingen über die Landschaft des Levels zum Ausgang führt, gewinnt. Dazu weisen wir ihnen Aufgaben zu. Einzelne Gruppenmitglieder können als Barriere für die anderen stehen bleiben, anfangen zu graben oder gar Treppen bauen. Mit solchen Kniffen verändert man den Kurs der Lemminge und führt sie hoffentlich zum Ausgang. Leider schaffen es oft nicht alle bis zum Ende, denn es müssen Opfer zum Wohle der Gemeinschaft erbracht werden. Und das kann ganz schön hektisch werden. Zwar kann man das Spiel auch pausieren, die Aufgaben müssen aber in Echtzeit verteilt werden. Das ist in den ersten Levels meist simpel, später muss man sekundengenau mehrere Befehle aufgeben und dabei exakt die richtigen Lemminge treffen. Da hast du recht. Mit insgesamt 120 Levels in 4 verschiedenen Schwierigkeitsgraden hatte man ordentlich was zu tun. Dazu kommen noch 20 Zwei-Spieler-Stages. Die Landschaften wurden allesamt im benutzerfreundlichen Deluxe Paint gebaut und damit konnte jeder aus DMA Design Team eigene Kreationen beitragen. Während der Entwicklung wurden auch regelmäßig Levels an den Publisher Psygnosis geschickt, der dann das Feedback per Fax zurückschickte. Im Februar 1991 war es dann soweit und Lemmings wurde für den Amiga veröffentlicht. Und es schlug ein wie eine Bombe. Allein am ersten Verkaufstag gingen 55.000 Exemplare über die Ladentheken. Bei dem Riesenerfolg wurde das Spiel natürlich gleich für alle möglichen Plattformen portiert. Noch im ersten Jahr kamen Versionen für SNES, Atari ST und ZX Spectrum raus. Insgesamt wurde das Spiel wohl für alles von Sega Master System über Apple Macintosh bis hin zu Philips CDI portiert. Die 3 CDI-Besitzer haben sich sicherlich gefreut. Die erste Erweiterung ließ übrigens auch nicht lange auf sich warten und kam im gleichen Jahr unter dem Namen Oh No, More Lemmings auf den Markt. Sehr löblich, das Add-on funktionierte auch ohne das Grundspiel und lieferte 100 weitere Karten nach. DMA Design entwickelte fleißig weiter an dem Puzzlespaß und veröffentlichte sogar eine Weihnachtserweiterung Xmas Lemmings, die wohl zu den besten Weihnachtsspielen gehört, die es je gegeben hat. 1993 kam Lemmings 2 The Tribes raus und erweiterte das Gameplay des ersten Teils. Aus 8 Skills wurden ganze 51.
Glücklicherweise hatte man immer noch nur 8 pro Level, um den Schwierigkeitsgrad nicht in unermessliche Höhen zu treiben. 95 wagten die Lemminge sogar einen Ausflug in die dritte Dimension mit 3D-Lemmings. Kein schlechtes Spiel, aber die Steuerung in 3D hatte alles noch einmal etwas anspruchsvoller gemacht. Das Spiel wurde zwar wie die Vorgänger von Psygnosis gepublished, aber nicht mehr von DMA Design entwickelt. Ja, genauso wie der letzte Teil, Lemmings Revolution im Jahr 2000. Heutzutage ist es relativ still geworden um die kleinen Lemminge, doch ihr Erbe ist tief in der Gaming-Welt verwurzelt. Man könnte sogar behaupten, dass der Puzzle-Plattformer der Großvater von Strategiespielen ist. Vielleicht eine zugewagte Behauptung, aber Spielelemente von Lemmings finden sich in Klassikern wie Worms oder Dungeon Keeper wieder. Auch neuere Titel wie Overlord oder Loco Roco beinhalten noch einiges an der guten alten Lemming-DNA. Das Original ist aber immer noch am besten. Sollten wir irgendwann mal den Boden erreichen, dann wird Lemmings gespielt. Du sagst es! Und was jetzt? Keine Ahnung. War's das?